Emulations-Retro-Spielekonsolen gibt es ja inzwischen wie Sand am Meer, aber eine davon sticht ziemlich aus der Menge heraus und das ist die Evercade, die vor kurzem erschienen ist. Und diese Konsole hat im Gegensatz zu allem anderen auch noch Speicherkassetten, also Cartridges, wo die Spiele drauf sind, die man kaufen kann und die man dann quasi wie früher reinsteckt und dann spielen kann. Ob dieses Konzept hoffnungslos veraltet ist oder ob die Evercade eine richtig frische, neue, geile, tragbare Konsole ist, das checke ich für euch in diesem Video. Servus, grüß euch, ich bin der Humaldo und auf meinem Format Checkaldo checke ich heute einfach mal die brandneue Evercade Spielkonsole für euch. Das ist also die noch original verpackte Evercade Konsole im Premium Pack, das heißt es sind 3 Cartridges dabei und die werde ich jetzt einfach mal unboxen. Die Plastikhülle entfernen und öffnen wir das gute Teil. Ready to play again. Das ist einmal ein nicer Slogan. Ja, schauen wir da noch schnell auf die Verpackung. Alles schön im matten Papier gehalten. Ja, da hinten sind nur Beschreibungen. Das Übliche, alles wirklich sehr, sehr wertig gemacht. Nichts auszusetzen. So. Da werden wir gleich begrüßt von einem Quick Start Guide. Und da ist sie schon, die Evercade. Ja, sie ist sehr fesch, so im 70er, 80er Jahre Retro-Design fast mit diesen Streifen. Sehr nice eigentlich. Moment, ich werde es jetzt gleich mal versuchen rauszunehmen. Oh, sehr, sehr, sehr nice. Hinten ist der berühmte Slot. Da kommen die Cartridges rein, also die Kassetten. Das ist sehr nice. Das ist jetzt einmal die Evercade. Liegt eigentlich ganz gut in der Hand von der Größe. Sehr nice. Action-Tasten fühlen sich ganz gut an. Select Start A, Menü, Steuerkreuz bin ich ein bisschen skeptisch, wie gut das ist, aber das wird sich dann im Gebrauch zeigen. Und die Schultertasten, die klicken schon. Die sind sehr leichtgängig und klicken. Schauen wir mal, was da noch drin ist. Das Wichtigste fehlt ja noch. Da sind die Spiele. Im Premium Pack sind 3 dabei. Das Namco Museum Collection 1, also so richtig klassisch wie damals Kassetten mit nicen Beschreibungen. Dann da die Atari Collection und die Interplay Collection. Sehr, sehr nice. Und was sonst noch dabei ist ein Micro-USB-Ladekabel. Kein Netzadapter, aber man geht wahrscheinlich davon aus, dass man genug von denen herumliegen hat heutzutage. Und dann kommt da gleich das Unboxing im Unboxing, weil schauen wir gleich mal diese Atari Collection 1 an. Haha, das ist nice. Da drinnen ist die Cartridge, wirklich wie man es kennt. Und ein Unikum heutzutage, eine Spielbeschreibung. Nice, also da ist wirklich für jeden Spiel, das mitgeliefert ist da eine Beschreibung mit Tastenbelegung und sogar ein bisschen Hintergrundinformation. Das ist alles sehr, sehr nice. Aber was uns jetzt dann interessiert ist, wie funktioniert das mit den Cartridges? Also die sind sehr leicht und das Ganze werde ich jetzt einmal da in die Konsole einführen. Man merkt schon, das Ganze geht relativ streng. Aber wenn es drinnen ist es nahtlos drinnen. Also es fühlt sich wirklich seamless an. Schauen wir, ich habe schon gehört, dass es ein bisschen schwieriger da rausgeht. Halb so schlimm. Wir schalten das gute Teil zum allerersten Mal ein. Blaze Entertainment ist der Hersteller. Aber das Ganze ist ja nur der Unboxing-Teil bisher. Das heißt, ich werde mir die Evercade jetzt mal in Ruhe genauer anschauen und melde mich dann in naher Zukunft zurück mit einem fundierten humerischen Erfahrungsbericht. Bis gleich. So, jetzt habe ich mich mal einige Stunden mit der Evercade beschäftigt und es ist Zeit für den Erfahrungsbericht. Gleich mal vorweg, dieses komplette Konzept der Evercade ist ziemlich cool und großen und höchsten Respekt an die Entwickler und die Hersteller, dass sie dieses Risiko eingegangen sind und im Jahr 2020 nur Offline-Spielekonsole ausgebracht haben, wo man Kassetten wechseln kann. Also das traut sich auch nicht jeder. Ob dieses Konzept aber aufgeht, ja, das lässt sich wirklich schwer sagen, weil ich bin zwar ein großer Retro-Fan, aber für mich hat Retro halt was mit den eigenen nostalgischen Erinnerungen an die Vergangenheit zu tun. Ich bin mit Game Boy, NES und vor allem Super NES aufgewachsen, da liegt mein Herz. Aber mit der Ära davor kann ich gar nicht so viel anfangen und das ist aber gerade diese Ära, auf die sich die Evercade fokussiert. Ich habe da diese 3
Diese 3 Collections waren dabei, also die Atari Collection, die Namco Museum Collection und die Interplay Collection, und da ist halt alles dabei von den 70er Jahren bis in die 1990er Jahre. Diese 3 Collections waren auf jeden Fall im Premium-Pack der Evercade dabei, und es ist für mich persönlich jetzt nicht so ideal, weil ich muss sagen, mit den meisten Spielen, die da drauf sind, kann ich überhaupt nichts anfangen. Die sind zu alt, zu schlecht, die machen mir keinen Spaß. Ich habe mich da mehr oder weniger durchgequält. Aber da kommt jetzt da wieder das Konzept der Evercade zum Tragen, weil, wie gesagt, es gibt ja diese Kassetten. Es erscheinen immer wieder neue Cartridges mit neuen Spielen, neuen Collections drauf, und es kann gut sein, dass da einmal was dabei ist, das meinen Geschmack besser trifft. Vor allem inzwischen sind ja schon 12 verschiedene Collections angekündigt oder teilweise sogar schon erschienen. Also die Chancen sind groß, dass in naher Zukunft eigentlich für jeden Geschmack mal was dabei sein wird. Aber starten wir gleich mal zu meinen positiven Punkte. Also das ist das Evercade Premium Pack mit den 3 Cartridges drauf, und der Preis ist ziemlich cool. Das Ding kostet 90 € mit den 3 Cartridges drauf. Es gibt ja nur das Starter Pack, das kostet glaube ich 70 €. Das heißt, das Ganze ist eindeutig in der billigen Liga angeordnet. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass man die Evercade gleich mit einer teureren Konsole vergleicht wie einer Switch oder so. Da will die Evercade gar nicht hin. Die Evercade will eine günstige, leistbare Zweit-, Dritt- oder Viert-Konsole für Retro-Liebhaber sein. Generell wirkt das Marketing vom Hersteller Blaze Entertainment, die sind in der UK ansässig, sehr sympathisch und sehr kundenfreundlich. Also diesen Menschen gebe ich eigentlich gern mehr Geld. Das Gerät ist relativ leicht und kompakt, und generell gefällt mir das Design. Das Design selbst ist schon ein bisschen retro. Die Tasten funktionieren besser, als man eigentlich glaubt. Vor allem das Steuerkreuz, ich war skeptisch, aber es funktioniert ganz gut. Die Akkuzeit wird vom Hersteller mit 4 bis 5 Stunden angegeben. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Ich habe ihn nicht ausladen können, ich habe ihn wieder nachgeladen. Vor allem, es hat eher einen Micro-USB-Anschluss, das heißt, die meisten Handys haben sowas, das heißt, so einen hat man sicher irgendwo herumliegen. Es gibt außerdem auch die Möglichkeit, die Evercade mittels Micro-HDMI-Kabel, ja, sowas gibt es, mit dem Fernseher zu verbinden, und das macht quasi diese Konsole zu einer Heimkonsole, die man klassisch am Fernseher spielt, wann das Kabel lang genug ist. Versteht sie. Es hat sogar einen Vorteil, wenn man Evercade-Spiele auf dem Fernseher spielt, weil dann die Bildqualität und die Auflösung höher ist, als wenn man direkt auf der Konsole spielt. Generell finde ich diese Idee ziemlich cool, dass es im Jahr 2020 nur eine neue Konsole gibt, die mit klassischen Cartridges funktioniert, die man sammeln kann. Und genau da zielt die Evercade auch darauf ab, nämlich auf die Sammler, und vor allem, weil die Spiele recht günstig sind. So ein Cartridge mit meistens zwischen, ich sage mal, 5 und 20 Spielen drauf, also 5 und 20, kostet so um die 20 €, also das ist schon ganz lässig zum Sammeln. Und leider komme ich somit auch schon zu den negativen Punkten, die mir nicht so gut gefallen haben, und man muss sich halt immer vor Augen halten, das ist eine Billigkonsole. Die ist nicht darauf ausgelegt, dass sie sich mit der Nintendo Switch anlegt und so weiter. Vor allem der Preis ist natürlich sehr, sehr günstig, und da muss man Kompromisse machen, und deswegen gibt es da auch einige Abstriche. Fangen wir gleich mal mit dem Intro. Also wenn man das Ding einschaltet, dann startet das Ganze mal mit einem Intro, das nicht abkürzbar ist, das ziemlich lang geht. Und das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich, weil heutzutage ist man es gewohnt, dass man eine Konsole schnell mal hernimmt und eine Runde spielt, und wenn ich die Evercade einschalte, dann und das da 20 Sekunden oder was auch immer dauert, bis das sie mal startet, dann ist es ein bisschen nervig. Außerdem, es gibt da keinen Standby-Modus. Der Bildschirm schaltet sich nach kurzer Zeit ab, wenn man nichts druckt, aber einen Standby-Modus, wo ich einfach dann später nochmal weiter spiele, sowas gibt es leider nicht. Der größte Negativpunkt ist aber wahrscheinlich das Display. Also das Display ist ein 4:3 Zoll Display. Die Auflösung sind 480 x 272 Pixel, das ist wirklich nicht viel und erinnert sehr stark an die PSP, die ich da zufällig auch dabei habe. Das heißt, vom Pendel her sind die ziemlich ähnlich, also die klassische PSP von Sony. Man sieht schon, die Evercade ist ein bisschen größer als die PSP, aber das allein war nicht das Problem, wenn nicht der Betrachtungswinkel von diesem LCD-Pendel so schlecht war. Wenn man das ein bisschen nach oben kippt, drehen sie die Farben komplett um, die invertieren, sogar schwarz wird weiß und umgekehrt.
und das ist schon sehr ärgerlich. Man muss wirklich sehr, sehr gerade drauf schauen, dass die Darstellung und alles wirklich konstant bleibt. Die geringe Auflösung selbst merkt man lustigerweise bei den 8-Bit-Spielen am meisten. Da wird ziemlich viel heruminterpoliert und das schaut einfach nicht knackig aus. Bei den 16-Bit-Spielen schaut es deutlich besser aus, da schaut alles sogar ein bisschen weicher aus, das ist gar nicht mal so schlecht. Das eingebaute Benutzermenü ist sehr, sehr simpel und wirkt sogar ein bisschen unfertig. Zum Beispiel die Sounds, die Tastendrücke sind nicht wirklich Aktionen zugeordnet, sondern jeder Tastendruck macht einfach einen Sound, egal was er für Aktion auslöst. Und das merkt man zum Beispiel, wenn man gar kein Cartridge eingelegt hat und irgendwelche Tasten drückt. Es gibt ja keine Möglichkeiten, irgendwie verschiedene Filter drüber zu legen, damit das Ganze so ein bisschen Röhrenfernseher-Simulation hat und so weiter. Man kann eigentlich nur das Bild stretchen und im Original 4:3 lassen und die Sprache natürlich ändern. Es gibt halt auch in der Übersetzung ein paar kleine Probleme, wie zum Beispiel, wenn man auf Deutsch schaltet, dann gibt es verschiedene Buchstaben, die falsch oder gar nicht angezeigt werden. Das sind halt alles Kleinigkeiten, sind mir aber leider aufgefallen. Jedes Spiel kann bis zu 1000 Speicherstände speichern. Leider ist halt das Menü recht nicht sehr benutzerfreundlich. Das heißt, man muss sich merken, auf welcher Nummer man gespeichert hat, dass man diesen Speicherstand dann noch wiederfindet. Der Sound der beiden Stereo-Lautsprecher ist leider ein bisschen schrill und ich würde empfehlen, dass man mit Kopfhörer spielt. Da ist der Sound okay. Leider funktionieren die Apple-Kopfhörer nicht. Wahrscheinlich haben sie zu viele Kontakte und da gibt es ja dauernd Abbrüche und Wackelkontakte. Was auch ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass die Lautstärke der verschiedenen Spiele ein bisschen unterschiedlich ist. Das heißt, manche Spiele sind leiser, manche sind lauter und wenn man dann beim leisen Spiel rauskommt ins Menü und dann das Menü bedient, dann dröhnen an diese lauten Menütasten dann ziemlich die Ohren zu. Und es gibt einen kleinen HDMI-Bug, der ist schon adressiert worden von den Herstellern. Wenn man nämlich während des Spielens das HDMI-Kabel einsteckt, dann funktioniert es einwandfrei, dann tritt dieses Problem nicht auf. Aber wenn das HDMI-Kabel schon eingesteckt ist und dann schaltet man die Konsole ein, dann kommt immer so ein bisschen ein Störgeräusch aus den Lautsprechern heraus. Das Blöde ist jetzt, dass eben diese Konsole als Offline-Konsole konzipiert worden ist. Das heißt, es gibt keine Updates, wo man sowas ausbessern könnte. Theoretisch gibt es keine Updates, weil es ist schon eines erschienen. Man kann optional, wenn man das will, kann man auf die Homepage gehen und sich da eine Anleitung anschauen. Das ist gar nicht mal so unaufwendig. Ich meine, wenn man den Schritten genau folgt, dann geht's. Aber wenn man ein Noob ist, dann könnte das gleich mal ein bisschen aufwendig sein, weil da muss man Firmware laden und rauf speichern über USB-Kabel und so weiter. Und dieses Update, das jetzt inzwischen schon vorhanden ist, das dreht das Button-Mapping um. Es gibt ja dieses klassische Problem der Tastenbelegung von den A- und B-Tasten und manche Spieler hätten das lieber umgedreht und wenn man das umgedreht haben will, dann kann man dieses Firmware-Update installieren und dann sind die Tasten anders. Leider kann man es nicht frei belegen, also so ein frei konfigurierbares Tastenmapping gibt es leider nicht. Kommen wir also schon zum Fazit der Evercade Spielkonsole mit wechselbaren Cartridges. Die Evercade spielt ganz klar in der Billigliga und will gar nicht erst versuchen, mit Smartphone oder Nintendo-Technologie zu konkurrieren. Was natürlich in dem billigen Preis gipfelt, wie gesagt, 70 Euro für das Starter-Pack, 90 Euro für das Premium-Pack mit 3 Collections ist verkraftbar und sie spricht natürlich vor allem Sammler, also Leute, die sich gern physikalisches Zeug ins Regal stellen und vor allem Leute, die mit der Ära, der klassischen Spiele-Ära nur was anfangen können, die werden sicher eine Freude mit dem Teil haben. Empfehlen kann ich es leider nur sehr, sehr eingeschränkt, weil es halt eine sehr spezifische Zielgruppe anspricht. Das Konzept ist cool und der Hersteller ist sehr, sehr sympathisch und ich wäre ihnen den Erfolg wirklich vergönnt, dass sie mit der Evercade wirklich jetzt auf lange Zeit Erfolg haben, in kleinen Rahmen, was man halt so braucht, um
so eine Indie-Spielekonsole mehr oder weniger am Leben zu halten. Und wer weiß, vielleicht kommt ja sogar irgendwann einmal ein Evercade 2, die Mängel der ersten Ausgabe schon ausgebügelt hat. Das wäre schon sehr cool zu sehen. Es kommt natürlich auch auf die Collections an, die in Zukunft noch rauskommen. Aber wie gesagt, das Konzept der Evercade ist ja, dass es Kassetten gibt, die man nachkaufen, die man sammeln, die man wechseln kann. Und inzwischen gibt es schon 12 Collections und wenn da in Zukunft noch mehr kommen, dann sind die Chancen hoch, dass da für jeden Geschmack was dabei ist. Ich persönlich bereue meinen Kauf nicht, vor allem weil es relativ günstig ist. Ich werde die Collections im Auge behalten, werde sicher immer wieder welche nachkaufen. Und das war es eigentlich auch schon mit meinem Erfahrungsbericht, mit meinem Jack Aldo Check für die Evercade Spielkonsole. Und ich freue mich schon auf eins von meinen nächsten Videos, hoffentlich, weil für 2020 ist ja noch eine weitere Retro-Konsole angekündigt, nämlich die Pocket von Analog. Das ist mehr oder weniger eine Gameboy-Abspielstation, die in einer ganz anderen Preisklasse spielt. Und ja, darüber werde ich auch sicher ein Video machen, wenn es dann einmal rauskommt. Ja, generell mache ich auf dem Kanal da, auf Humaldo macht Videos, alle möglichen Arten von Videos, nicht nur Nerd- und Gaming-Checks, sondern auch Let's Plays, Gaming-Tests, Katzen-Vlogs, normale Vlogs, alles mögliche, das mich gerade so interessiert und euch hoffentlich auch. Ja, dann danke wieder sehr fürs Vorbeischauen und ich hoffe, wir sehen uns in einem von meinen nächsten Videos wieder, egal was das Thema ist. Pfiat euch und bis zum nächsten Mal.